Hallo, liebe Freunde der Astrologie und auch der Systemik. Wie versprochen, bringe ich heute das Video zu Chiron im Widder oder im ersten Haus raus. Aber ich empfehle dir erst, dir mein allgemeines Video zu Chiron anzuschauen. Klicke einfach hier oben links oder auch unten in der Beschreibung ist es verlinkt. Dort erkläre ich nochmal, worum genau es bei Chiron geht, nämlich um eine Wunde, die zu deiner größten Gabe werden kann. Es ist auch gut in Bezug auf deinen Chiron, das Zeichen sowie das Haus anzuschauen, damit du auch weißt, in welchem Lebensbereich es dich am meisten betrifft. Also, wie ihr sicherlich schon wisst, steht Chiron im Horoskop für eine mitgebrachte Wunde, meist aus der Kindheit. Und er steht gleichzeitig für eine Begabung in diesem Bereich. Die Wunde muss nicht immer aus der Kindheit sein, oft kommt es sogar aus einem früheren Leben. Und es ist immer so, zuallererst nehmen wir Chiron als schmerzhaft wahr, als einen wunden Punkt in deiner Psyche. Bei der Chiron-Wunde im Widder oder im ersten Haus geht es um die Themen Durchsetzung, sich zeigen, dein Auftreten, dein Image und es geht auch um Wut und Aggressionen. Man geht bei diesen Themen in die Vermeidung, um Schmerz und Zweifel auszuweichen. Aber wenn man dem komplett ausweicht, kann auch die Begabung nicht zum Vorschein kommen. Daher ist der beste Umgang mit Chiron die Akzeptanz der eigenen Verletzlichkeit in diesen Bereichen anzuerkennen. Die besondere Empfindsamkeit bleibt immer, aber du lernst im Laufe des Lebens damit umzugehen. Man kann Chiron im Widder oder im ersten Haus auch als den verwundeten Krieger bezeichnen. Das heißt, du weißt um deine große Willenskraft, deine große Durchsetzungskraft, wie die eines Kriegers eben. Aber du hast jedoch Mühe, diese Kraft auch zu nutzen. Vielleicht hast du sogar den Eindruck, manchmal unerwünscht zu sein. Möglich ist es auch, dass man in der Kindheit ausgeschlossen wurde, zum Beispiel in der Schule, dass man vielleicht sogar Mobbing ausgesetzt war. Das ist aber nur eine Möglichkeit. Sehr oft kommt es vor, dass man einfach oft unterschätzt wird oder dass deine Leistungen nicht wertgeschätzt werden. Dir kann es auch so vorkommen, als ob du ständig übersehen wirst, dir niemand etwas zutraut. Du hast auch einen starken Drang nach Aktivität, aber gleichzeitig fürchtest du dich, was deine Taten bewirken könnten. Und deshalb hältst du dich dann doch meistens lieber zurück. Und immer wenn du mit der eigenen Aggression in Kontakt kommst, bekommst du auch Angst und Schuldgefühle. Einfach so grundlos. Man weiß bei Chiron eben einfach gar nicht, wo kommt das jetzt her. Es kann sogar sein, dass du dich schämst, wenn du impulsiv auf etwas reagierst. Also, dadurch hast du eben auch das Gefühl, oft einfach nur mit halber Kraft zu leben. Und selbst wenn dir was richtig Großartiges gelingt, hast du Mühe, es als Erfolg zu sehen. So bleibst du immer hinter dem, was du eigentlich leisten könntest und fühlst dich dadurch natürlich unerfüllt. Erkennst du dich jetzt schon wieder? Es gibt nun zwei Formen der Ausweichung bei Chiron im Widder oder im ersten Haus. Und zwar erstens, du tust einfach nichts und bist einfach passiv, wartest, bis andere etwas von dir verlangen und reagierst dann einfach. Oder du verlangst in all deinen Handlungen Perfektion und selbst wenn dir kleine Fehler, wenn du kleine Fehler machst, kannst du sie dir nicht verzeihen. Dann zweifelst du auch schnell an deinen Fähigkeiten. Tja, wie soll man nun mit Chiron im Widder oder im ersten Haus umgehen? Also, der Entwicklungsweg ist folgendermaßen. Du musst deine vorhandene Tatkraft erkennen und sollst dich mit den eigenen Instinkten beschäftigen. Lerne deine inneren Impulse wirklich wahrzunehmen und spüre, was sie denn bezwecken wollen. Aber erst einmal ohne zu handeln. Denn es ist wichtig, dass du einfach nur wahrnimmst. Erstmal nur wahrnehmen. Dann kannst du in einem sicheren Umfeld aktiv werden. Zum Beispiel bei Menschen, denen du vertraust, wo du dich eben sicher fühlst und geschützt. Ja, wenn du das dann getan hast, wird es dir langsam möglich,
aus eigener Initiative aktiv zu werden. Und du traust dich immer mehr, dich durchzusetzen. Aber es gilt ein Leben lang im Umgang mit der Willenskraft, mit der Durchsetzungskraft und mit den Aggressionen achtsam zu sein. Wenn du das gelernt hast, dann kommt auch deine Gabe immer mehr zum Vorschein. Und zwar, was ist deine Gabe? Deine Gabe ist es, anderen Menschen in ihrem Selbstwert zu bestärken. Du kannst ihnen helfen, sichtbar zu werden, sich durchzusetzen, sie ermutigen, damit sie die nächsten Schritte gehen können. Du hilfst anderen Menschen eben zu handeln und in die Tat zu kommen. Und du hast auch die Gabe, Klarheit und Ordnung in verfahrene Situationen zu bringen. Und idealerweise solltest du diese wunderbare Gabe auch beruflich einsetzen, zum Beispiel als Coach, Berater, Lebensberater oder Heiler. Alles so in diese Richtung. Ja, ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick in die Chiron-Thematik der Widderenergie geben und möchte auch noch darauf hinweisen, dass es wichtig, dass Chiron im Leben immer besonders wichtig wird, wenn er Transite zu deinen persönlichen Planeten bildet. Aber die allerwichtigste Lebensphase im Leben ist die sogenannte Chiron-Rückkehr. In dieser Phase ist die Chance am größten zu heilen. Und zwar findet diese Phase für jeden Menschen zwischen dem 50. und dem 52. Lebensjahr statt. In dieser Zeit wird eben das Chiron-Thema in deinem Horoskop nochmal stärker aktiviert, damit du nun auch wirklich heilen kannst und somit auch zu Weisheit gelangst. Natürlich wird man dann nochmal sehr stark mit den dazugehörigen Ängsten und Zweifeln konfrontiert. Es ist einfach wichtig, dies auszuhalten, ohne zu verzweifeln. Versuche nicht zu verstehen, sei mit dem, was ist, dann entsteht oft was ganz Neues. Alles Liebe dir.